Moin meine Lieben, es ist soweit. Das hier ist das PlayStation VR 2 Spiele, die ich euch empfehle für Anfänger. Ich habe mir nämlich Folgendes überlebt, weil ich dachte so, okay, was mache ich jetzt? Es gibt eine Menge guter Spiele, die man unbedingt gesehen haben muss auf der PlayStation VR 2. Die sind aber nicht direkt für Anfänger. Dann gibt es sehr viele Spiele, die einfach fantastisch für Anfänger sind durch ihre Mechanik. Und ich habe es jetzt folgendermaßen gemacht. Ich staffel das. Wir fangen jetzt an mit Spielen, die super entspannt sind für Anfänger und euch da reinführen in VR und gehen immer weiter hoch. Und dann kommen wir halt auch zu den richtigen Brocken, die total geil sind, die man gesehen haben muss. Aber da kommt ihr dann bitte erst an, wenn ihr die anderen schon gemacht habt. Das hier ist also so der Guide durch die PlayStation VR 2 für VR-Anfänger, sodass ihr am Ende sagt, ich mache jetzt ein Salto rückwärts von einem Felsen und kann mir doch auch das angucken. Das ist zumindest so ungefähr der Plan. Ob er klappt, das müsst ihr mir dann mal als Feedback zurückgeben. Viel Spaß bei diesem Video. Brille auf, setz die Brille auf, setz die Brille auf. Ich hatte es ja schon in einem Video angedeutet, wo ich die Tipps für Anfänger zusammengefasst habe. Motion Sickness ist tatsächlich ein Thema. Fast jeder fühlt sich, wenn er das erste Mal VR benutzt, zumindest ein bisschen eigenartig. Und deswegen empfehle ich immer ganz, ganz ruhige Sachen, indem man sich auf jeden Fall nicht künstlich bewegt. Wir haben hier auch schon beim Start-Line-Up der PlayStation VR 2 wunderschöne Spiele. Zwei, die ich richtig verehre. Und das erste ist natürlich Moss. Moss gibt es mittlerweile auch schon einen zweiten Teil. Book 2 heißt das. Das, was ich erzähle, gilt für beide. Ihr seid in Moss ein großer Geist, der kleinen Maus Quill hält. Das Ganze wird vollkommen charmant von einer auch deutschsprachigen Off-Stimme erzählt, ja, die ganze Geschichte. Die spricht alle Charakter. Das ist wirklich allerliebst und es sieht großartig aus und ist wirklich super liebevoll gemacht. Ihr steuert die kleine Maus, gleichzeitig greift ihr aber als Geist auch in die Welt ein und löst physikalische Rätsel und helft der Maus, den Weg weiterzufinden. Das Schöne ist, hier guckt ihr auf die Welt in so einem Diorama-Modus. Wie ein großer Geist guckt ihr auf die kleine Mäusewelt, die wiederum aber in der echten Menschenwelt ist. Man muss es gesehen haben. Es ist zuckersüß, allerliebst, eine große Empfehlung und gerade für Anfänger vollkommen harmlos. Der nächste Titel, den ich eigentlich sogar noch lieber mag als Moss, weil er für mich mehr Spieltiefe hat, ist Demeo. Auch Demeo ist klassisch. Ihr sitzt einfach an einem Tisch. Man kann das hier in dem Fall sogar mit bis zu 3 Freunden zusammen machen, also zu 4 könnt ihr spielen. Und Demeo ist ein Tabletop-Rollenspiel, was natürlich dann eher auch so einen strategischen Ansatz hat. Ihr habt Karten in der Hand, mit denen ihr Züge machen könnt, ihr würfelt und bewegt euch dann durch die Dungeons. Es ist einfach großartig. Und das auch alleine, aber auch sehr viel mit Kollegen zusammen. Wir haben den Spaß unseres Lebens gehabt. Wenn ihr dann einen richtig schweren Gegner nach 3 Stunden besiegt habt, dann ist das einfach ein großartiges Gefühl. Das Ganze hat auch so eine heimelige 80er-Jahre-Optik. Das ist super schön. Das habe ich jetzt nur nicht als erstes genommen, weil es halt auch eine strategische Komponente hat. Das ist jetzt auch kein Spiel, in das sich jeder Anfänger sofort reinstürzt, sondern da muss man sich auch richtig reinarbeiten. Aber es ist halt für Anfänger total harmlos, weil ihr diesen Tisch vor euch habt, ihr greift die Figuren, macht Sachen, ihr könnt reinzoomen in die Level, ja, und dann steht ihr wirklich neben den Figuren, wie mit so einer großen Kamera, aber das müsst ihr alles gar nicht, ja, ihr könnt da wirklich von oben gucken, vollkommen harmlos für VR-Anfänger und ein richtig klasse Spiel. Jetzt kommt eine Kategorie von Spielen, die irgendwie, finde ich, so vom Handling her auf einem Level sind. Ich nehme als stellvertretender Tetris Effect, weil ich das halt liebe. Bei Tetris Effect habt ihr jetzt nicht einen Tisch vor euch oder sowas, aber das große Tetris-Feld, das man ja kennt, und spielt einfach Tetris. In dem Fall ist es sehr geil, weil hier die Verbindung von der Musik, die ihr hört, mit dem Sound und der Vibration, gerade mit der PlayStation VR 2 extrem ist. Das hatten wir auch schon auf der PlayStation VR 1, da hat es mich auch schon reingesogen. Jetzt ist der Sog noch größer. Um euch herum passieren dann zwar super schöne, passende Sachen in VR, die müssen euch aber gar nicht interessieren. Ihr sitzt vor diesem Tetris-Ding und macht euer Zeug, es ist sehr harmlos. Und ich sage diese Kategorie, weil halt auch Cities VR oder Townsman VR und auch Puzzling Places eigentlich genau das auch liefern. Ne? Man bewegt sich nicht künstlich, man ist irgendwo an einem Ort und macht Sachen um sich herum. Das funktioniert einfach fantastisch für Anfänger. Die nächste Kategorie, die ich nennen würde, wären Spiele, wo sich um euch herum schon ein bisschen was bewegt. Thumper zum Beispiel, da rast eine Landschaft auf euch zu. Das sollte eigentlich auch noch vollkommen harmlos sein. Da steuert ihr dann den Käfer, da wird es ganz schön hektisch und Thumper ist extrem immersiv, weil mit dem ganzen neuen Sound, der mit der Haptik gekoppelt ist, spürt ihr förmlich jede Druckwelle. Ist aber auch ganz schön hektisch und ich persönlich liebe Rest wegen dem ganzen Style. Ihr seid da wirklich wie in Tron mit so 80er Jahre Wireframe-Grafik total verrückt in einem Computer drin und kämpft da gegen Gegner und Viren. Das Ganze ist eigentlich so eine Art Musik-Rail-Shooter, aber in
hyper cool. Hier gibt es auf jeden Fall schon mehr Bewegung um euch herum und auch die Kamera wird mal rumgezogen. Das Spiel benutzt auf der PlayStation VR 2 jetzt das Eye-Tracking, was total geil ist, weil ihr könnt die Gegner eigentlich anvisieren, indem ihr sie anguckt. Das ist schon ein bisschen spezieller, ja. Also Res muss man entweder lieben wie verrückt oder es interessiert einen nicht so richtig. Das ist die Kategorie, wo ihr immer noch da sitzt, aber vor euch schon ein bisschen mehr passiert. Die nächste Kategorie, die schon richtiges VR ist, aber super entspannt, sind nämlich die Titel von den Machern von Job und Vacation Simulator, die es ja auch tatsächlich beide auf der PlayStation VR 2 gibt. Ich möchte euch Cosmonius High ans Herz legen, denn da teleportiert man sich sehr entspannt durch die Gegend, kann alles in Ruhe entdecken, Sachen anfassen, wirklich lustige Faxen machen. Ich habe da schon mal so eine halbe Stunde reingespielt, das ist einfach auch für Anfänger, die in VR noch bekloppte Sachen erleben wollen, wirklich eine ganz große Geschichte. Es ist sehr verspielt, ja, also das ist wirklich was, das ihr auch der ganzen Familie einfach mal die Hand drücken könnt, weil es einfach lustig ist. Dort habe ich noch nicht mal die Möglichkeit gefunden, sich smooth, also anders durch die Welt zu bewegen. Ja, das ist wirklich per Teleport, das ist super harmlos, das kann ich empfehlen. Job und Vacation Simulator sind genau dasselbe von den Spielprinzipien her. Irgendwie eine Sammlung von lauter irrwitzigen und lustigen Minispielchen in super schöner Optik, aber Cosmonius High sieht einfach nochmal voll Knaller aus. Ja? Ich fand es sehr nett, aber Achtung, hier ist alles auf Englisch. Ihr könnt natürlich die ganzen Untertitel mitlesen, das ist gut gemacht, aber das muss man dann auch wissen. Wo es jetzt schon ein bisschen interessant wird mit dem ganzen Movement, sind ja die typischen Rhythmusspiele. Ich nenne mal hier als gutes Beispiel Synth Riders, denn das habe ich jetzt gerade mal angetestet. Ihr steht einfach da. Dann kommen ganz klassisch auf euch Objekte zu, die für Parts der Musik stehen, ja, und ihr müsst die berühren oder im Schwung einfach mitgehen, auf jeden Fall reagieren. Ihr kennt das alles. Von Beat Saber, da schneidet man die Sachen mit einem Schwerter durch oder in meinem Fall, was ich am liebsten spiele in der Kategorie, ist Pistol Whip, weil bei Beat Saber und bei Synth Riders und bei Les Might Bodycam, Ragnarok Drum Rocks im Prinzip ist das alles dasselbe, das unterscheidet sich nur in der Art der Musik und was ihr konkret macht. Was ich wiederum bei Pistol Whip super mag, auch hier muss man im Takt Gegner abschießen. Das ist erstmal, finde ich, viel, viel cooler als bei den ganzen anderen Spielen. Ihr müsst hier nämlich nicht die Gegner in dem Moment, wo sie euch vor die Nase fahren, abschießen, sondern ihr könnt selbst entscheiden, wann ihr das tut. Hauptsache ihr tut es, ja. Wenn ihr das scoren wollt, guckt euch meine alten Erklärvideos zu Pistol Whip an. Ich habe viele gemacht. Das Ding bei Pistol Whip ist nur, dass ich mit der PlayStation VR 2 Version noch nicht ganz zufrieden bin. Ich habe das Gefühl, die hätten da ein bisschen bessere Auflösung machen können. Das hat Synth Riders massiv besser gemacht. Das sieht top aus gerade und ist ein fantastisches Musikspiel. Wenn ihr noch auf Beat Saber wartet, wir wissen alle nicht, wie lange es dauert. Holt euch schon mal Synth Riders und legt los. Da ist so viel Musik drin und so viel Spaß. Und auch hier sollte eigentlich noch nichts passieren. Da fährt die Welt auf euch zu. Das ist eigentlich auch noch gut verträglich. Und jetzt kommen wir zu einem Kandidaten, der ein bisschen wackelig ist in meiner Vorstellung. Ja, und das passt auch ganz gut, denn Kajak Mirage muss man gesehen haben in VR. Es sieht einfach so geil aus. Das ist kein Titel mit so abstrakter Grafik in VR, sondern hier ist es quasi fotorealistisch. Es sieht richtig, richtig schön aus. Hier kann ich allerdings nicht einschätzen, wie schwierig das für euch ist. Normalerweise macht man nämlich Bewegungen in Kajak Mirage, die der Realität entsprechen. Ihr sitzt auf dem Sofa und paddelt rum. Das sollte der Körper eigentlich gut vertragen können. Aber ich habe auch schon Stimmen gehört von Leuten, die gesagt haben, das vertragen sie nicht. Deswegen hier ein bisschen Vorsicht. Wenn ihr merkt, dass ihr das nicht vertragt, eigentlich solltet ihr es, gibt es auch jede Menge Einstellungen. Man kann dann das Wackeln des Kanus ausstellen und so weiter und so weiter. Da könnt ihr sehr viel machen. Ich finde aber, das ist ein Titel, den man gesehen haben. Einfach so als Showcase auch, weil es ist einfach unglaublich, da lang zu paddeln und diese schöne Landschaft zu sehen. Deswegen kriegt er den Punkt. Und gleich danach kommt bei mir natürlich Horizon Call of the Mountain. Jetzt sagt ihr, was? Das ist das allerbeste Spiel? Ja, als Spiel ist es absolut bemerkenswert. Als Grafik-Showcase ist es unfassbar. Also das ist ein Ding, an dem kommt man auf der PlayStation VR 2 natürlich nicht vorbei. Es steht jetzt aber auf der Liste hier, ich habe es euch ja gesagt, wir tasten uns an den Schwierigkeitsgrad auch ran. Horizon Call of the Mountain ist da ausgelegt, dass es auch noch sehr, sehr verträglich ist für Anfänger. Ihr habt hier super viele Möglichkeiten, Sachen einzustellen. Ich steuere das zum Beispiel, wie ich das in VR immer mache, mit einer flüssigen Bewegung, flüssige Drehung, macht mir alles nichts aus. Das müsst ihr nicht. Ihr könnt eine
Snap-Turn-Drehung einstellen, ihr könnt andere Bewegungsarten einstellen und das geht sogar so weit, dass ihr sagen könnt, ich bewege mich nur, wenn ich eine entsprechende Armbewegung mache. Ja, wenn ich tatsächlich meinen Körper so tun lasse, als wenn ich gehe, dann bewege ich mich fort in Horizon Call of the Mountain. Das Klettern wiederum finde ich eigentlich auch relativ natürlich. Deswegen kommt Horizon Call of the Mountain, absoluter Top-Titel, in der Kategorie jetzt, denn die Möglichkeiten für Anfänger, sich da etwas auszusuchen, das sie sehr gut vertragen, sind extrem groß und da habt ihr die Möglichkeit, ein wunderschönes Spiel zu erleben und müsst euch noch nicht in die verrücktesten VR-Bewegungsabenteuer begeben. Und danach kommt bei mir, denn den Titel liebe ich einfach, Star Wars Tales from the Galaxy. Und hier sind wir eigentlich jetzt schon bei einem richtigen, normalen VR-Spiel angekommen, in dem man alles machen kann und darf und muss, was man soll. Nicht nur für Star Wars-Fans ist das Ding absolut Knorke, finde ich. Es ist ein richtig schönes Action-Abenteuer und es ist gigantisch, wie sich da die ganzen Star Wars Blaster-Waffen anfühlen. Ihr werdet halt eure Lieblingshelden aus dem Star Wars-Universum treffen. Ich finde das richtig fantastisch. Vor allen Dingen war ich begeistert, wie sehr die Entwickler das auf die PlayStation VR 2 Grafikmöglichkeiten angepasst haben. Das sieht richtig gut aus. Guckt euch da gerne nochmal meine Nerd-Videos an, wo ich das alles beschreibe. Ich liebe dieses Spiel und empfehle es jedem, der eine PlayStation VR 2 hat, sehr. Auch hier hat man aber noch die Möglichkeit, nicht nur die Schmoof-Bewegung zu nehmen, sondern auch Teleport. Ne? Also sogar hier könnt ihr noch einstellen, dass das verträglich für Anfänger ist. Aber das ist jetzt schon so ein richtiges VR-Spiel. Da geht schon zur Sache. Und dann habe ich eine Kategorie wieder. Das nächste Spiel, was ich nämlich sehr bemerkenswert finde, ist Song in the Smoke. Hier finde ich aber bemerkenswert, inwieweit man sich jetzt da geil frei bewegen kann. Ja, das ist ein super Gefühl. Und das ist bei mir dann auch in einer Kategorie mit zum Beispiel Pavlov oder After the Fall. Ja, da kann ich einfach rumlaufen und alles machen, was ich brauche. Es sind Action-Titel, die einen fordern, die wirklich was zu sagen haben und sich auf so einem normalen Schwierigkeitsgrad für VR-Menschen befinden. Auch diese Bewegung, die so ein Pavlov macht, wo man auch mal eine Treppe runterlaufen muss, oder Song in the Smoke, dass man da auch mal irgendwo runterspringt, das ist schon anspruchsvoll, aber das sind richtig gute Spiele, die ich euch ans Herz legen möchte. Hey Leute, ich bin gerade am Schneiden. Ja, mittlerweile ist es dunkel geworden und merke, ich habe Gran Turismo 7 vergessen. Wie kann ich nur? Das kommt jetzt an dieser Stelle, denn das ist einerseits ein bisschen entspannt, weil man halt wirklich auf seinem Sofa sitzt, wie immer, ja, oder die meisten sogar in einem Rennsitz mit einem Lenkrad, absolut crazy AAA, geiles Autorennen, Simulationsding mit allem, was das Herz begehrt, aber es ist auch für VR-Anfänger eine Herausforderung. Im Auto zu sitzen, in den Kurven rumzufahren, spätestens wenn ihr mal angerempelt werdet und rumgeschleudert werdet, das ist auch nicht ohne. Also auch erst hier so bei den normalen VR-Spielen einsortiert. Nicht zu weit aus dem Fenster lehnen bei sowas und das Spiel muss man aber natürlich haben und gesehen haben. Ich glaube, die meisten Autonarren kaufen sich deswegen eine PlayStation VR. Ja, das ist klar. So, jetzt weiter im Stoff. Und ganz zuletzt auf der Liste der Schwierigkeitsgrade und gleichzeitig supergeiles Spiel habe ich natürlich Resident Evil Village. Resident Evil Village ist ein AAA-Game. Ja, das ist einfach gigantisch, was da an Inszenierung und Grafikpracht geboten wird. Aber es ist super herausfordernd für VR-Anfänger. Denn hier passiert etwas, was normalerweise ein ziemliches No-Go ist für VR. Ihr werdet teilweise in den Cutscenes einfach genommen und irgendwo hingeschleudert. Das bringt sogar manche von uns altgebackenen Hasen nochmal zurück an den Anfang. Also da seid bitte super vorsichtig, bevor ihr das macht. Müsst ihr sogenannte VR-Lags haben. Ja? Also da seid ihr bitte schon ein bisschen sicher und habt schon ein bisschen Sachen ausprobiert. Spielt Resident Evil Village nicht, wenn ihr kompletter Anfänger seid. Da müsst ihr euch erst hinarbeiten, damit das für euch komfortmäßig auch noch hinhaut. Ansonsten natürlich ein absoluter fantastischer Titel und sehr zu empfehlen. Jetzt werden viele Leute sagen, oh Mensch Mo, da gibt es doch so viele fantastische Spiele noch. Ja, gibt es. Aber ich war jetzt natürlich drauf, hier einfach mal ein Dutzend rauszusuchen, die ich in dem Modus empfehle. Es gibt noch weitere Spiele, die ich auch gut finde, aber die jetzt in diese Kategorie hier nicht mehr reingepasst haben. Ihr könnt davon ausgehen, dass ich versuchen werde, im Verlauf der Zeit euch jedes Spiel, das ich bemerkenswert finde, auf der PlayStation VR 2 nahezubringen. Das mache ich auf jeden Fall. Ein Kandidat gibt es nämlich, den ich innig liebe, No Man's Sky. Und No Man's Sky ist eine Riesenwelt, ein Riesenuniversum,
das es zu entdecken gilt und ein Riesenabenteuer. Ihr craftet euch ein Raumschiff zusammen und fangt dann an, das Universum zu entdecken, Planeten zu entdecken und euch weiterzuentwickeln. Ihr bekommt irgendwann einen Frachter und könnt ganze Fabriken auf Planeten bauen. Es ist ein gigantischer Spaß. Allein in No Man's Sky kann man halt einfach 3 Jahre seines Lebens verbringen vorher. Allerdings habe ich für dieses Spiel auf der PlayStation VR 2 noch keine explizite Empfehlung, denn wo ich sehr enttäuscht war, die Grafik ist momentan einfach auf dem Niveau der PlayStation VR 1. Ja? Wenn man die PlayStation VR 1 an die PlayStation 5 angeschlossen hatte, dann hatte man schon dasselbe Grafikniveau, was die Technik angeht, die Auflösung. Es gibt in der PS5, PSVR 2 Version von No Man's Sky jetzt mehr grafische Details, es ist schöner, aber die Auflösung ist genauso wie vorher und damit bin ich noch nicht zufrieden. Da warte ich noch auf Patches. Das haben wir auch in der Vergangenheit erlebt, dass das Spiel nach und nach schärfer gemacht wurde. Da braucht Hello Games leider immer ein bisschen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das kommt, denn ich würde euch dieses Spiel richtig gerne empfehlen. Wenn ihr irgendwann VR-Lags habt und alles vertragen könnt, dann ist es so ein gigantisches Gefühl, einfach sich in sein Raumschiff zu setzen, die Atmosphäre zu verlassen, zum nächsten Mond zu fliegen, unterdessen ein paar Raumpiraten mal zu zeigen, wo der Haken ist und dann wieder auszusteigen in einer irrwitzigen Alien-Landschaft und einfach dort die Pflanzen und Tiere und den ganzen Planeten zu bewundern oder eine ganze Siedlung zu gründen, weil ihr das so schön findet und immer da bleiben wollt. Dieses Spiel hat auch noch einen Multiplayer und ist einfach gigantisch, aber wie gesagt, momentan keine Empfehlung der PlayStation VR 2 Version von mir, obwohl sie butterweich läuft. Ich will da noch schärfere Grafik. Bitte Hello Games, setzt euch dran, macht das. Da möchte ich nämlich meine Rente verbringen, wenn es mal so weit ist. Und ich hoffe auch, dass dieses Video jetzt nützlich für euch war. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wenn ihr ein Spiel davon schon erlebt habt, wie euch das dabei ging. Ja, das ist natürlich auch Feedback, das ich dann gut gebrauchen kann, damit ich es den nächsten Leuten wieder erzählen kann. Das ist ja immer ein Geben und Nehmen in diesem Kanal. Ihr merkt das schon, ja. Ich lese mir wirklich durch, was ihr schreibt und versuche mir daraus dann Meinungen zu bilden, die ich das nächste Mal weitergebe. Leute erleben einfach Dinge unterschiedlich. Das ist ganz normal in VR. Damit bin ich jetzt wirklich raus. Ich würde mich auch noch über ein Däumchen freuen. Ich gehe mal davon aus, dass ihr den Kanal abonniert habt. Bis dann, Mo von VR. Immer für euch da. Bye, bye. Der Beste ist Mo Tensen, Mo von VR.